Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich dieses herrliche Tuch für euch ausgetüftelt. Das Besondere daran ist, dass dieses wunderschöne 3D-Muster auf beiden Seiten gleich aussieht, obwohl stets nur eine einzige Musterreihe wiederholt wird. Das ist also ein wunderbares Fernsehprojekt. Denn diese eine Reihe habt ihr im Nu verinnerlicht. Die ersten 5 Reihen machen wir gemeinsam, da müsst ihr aufmerksam zuschauen und dann geht es wie von selbst. Die nächste Besonderheit ist, dass ihr am Ende keine Abschlussreihe am Halsrand häkeln müsst und dass der Halsrand immer die gleiche Farbe wie das Tuch hat, was natürlich nur zum Tragen kommt, wenn das Tuch mit Streifen oder mit einem Farbverlaufsgarn gehäkelt wird. Ich habe das Tuch für den Winter aus dünner, kratzfreier Sockenwolle und einer Häkelnadel 5 mm gehäkelt. Das ergibt zusätzlich einen wunderbar bauschigen und luftigen Effekt. Das Tuch kann aber auch zum Beispiel mit einem Farbverlaufsbobbel und einer dünneren Häkelnadel gehäkelt werden. Das bleibt euch völlig überlassen. Allerdings müsst ihr dann mehr Garn einplanen. Richtwerte zum Verbrauch sowie viele andere Hinweise findet ihr im Anfangsbereich des Videos. Auch die Größe des Tuchs könnt ihr selbst bestimmen, indem ihr einfach mehr oder weniger Reihen häkelt. Wie gesagt, es wird immer die gleiche Reihe wiederholt. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Die Häkelnadel ruht nie lang, ihr Klicken ist ein wunderbarer Klang. Das entstehende Werk bringt Freude dir, mach mit und häkle mit mir. Dieses Projekt kann mit jeder beliebigen Wolle gehäkelt werden. Wählt die Nadelstärke passend zu eurer Wolle. Für einen voluminösen Effekt könnt ihr eine dickere Nadel als angegeben verwenden bzw. ausprobieren. Achtung, die Verwendung völlig anderer Materialien ändert den Verbrauch. Dieser kann dann nicht mehr ausreichend genau vorhergesagt werden. Die Informationen auf dieser Seite bieten euch die Möglichkeit, die verwendete Wolle mit anderen Garnen zu vergleichen. Die wichtigsten Parameter für einen Vergleich sind neben der Zusammensetzung die Lauflänge pro 50 Gramm und die auf der Banderole angegebenen Nadelstärken. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Ich habe mit 420 Meter Uni begonnen, dann habe ich 420 Meter bunte Wolle verarbeitet und dann noch einmal 420 Meter Uni. Es können beliebig viele Abschnitte hinzugefügt werden, um das Tuch zu vergrößern. Das Tuch wird aus einem Anfangsring beginnend an der Halskante durch Zunahmen am Anfang und Ende jeder Reihe sowie in der Tuchmitte entwickelt. Das von mir verwendete Ersatzstäbchen bietet aus meiner Sicht folgende Vorteile. Der Rand des Häkelstücks ist stabiler. Ein musterbedingter Rollrand lässt sich später leichter in die gewünschte Form bringen.
Das Stäbchen passt besser ins Maschenbild. Das Stäbchen hat einen schönen Maschenkopf, in den man in den Folgereihen leicht einstechen kann. Meine Anleitungen sind von Anfang bis Ende wohl durchdacht und genau erklärt. Die meisten Fragen beantworten sich erfahrungsgemäß von selbst, wenn man das Video aufmerksam und zur Gänze anschaut. Für berechtigte Fragen stehe ich gerne und ausschließlich via Kommentarfunktion sowie in meiner Facebook-Gruppe Schick Umgang mit Karin zur Verfügung, sobald es meine Zeit erlaubt. Für Änderungen des Designs, der Machart, des Musters oder andere Sonderwünsche stehe ich grundsätzlich nicht zur Verfügung. Ich verwende eine Häkelnadel 5 mm. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche, eine feste Masche in den Ring, noch eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Und dann häkle ich noch ein Stäbchen in den Ring. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber, damit wir den Ring später zusammenziehen können. Wir haben 2 Stäbchen gemacht. Wir häkeln 2 Luftmaschen. Wir häkeln 3 Stäbchen in den Ring. Wir häkeln wieder 2 Luftmaschen. Wir häkeln noch einmal 3 Stäbchen in den Ring. Noch einmal 2 Luftmaschen und dann noch 2 Stäbchen. Wir haben 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Und wir häkeln jetzt immer eine Luftmasche und dann häkeln wir eine Kettmasche in die Lücke. Und dann häkeln wir in die Lücke zuerst das Ersatzstäbchen, noch ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, noch 2 Stäbchen in die Lücke, jetzt haben wir hier 3 Stäbchen als Basis. Wir häkeln aufs erste Stäbchen ein Stäbchen. In die Mitte häkeln wir eine Dreiernoppe. Wir holen einen Umschlag, wir holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden ein zweites Mal durch, ein Umschlag, den Faden ein drittes Mal durch und die Fäden nicht zu kurz ziehen, damit ihr mit der Nadel gut durchkommt, unten ein bisschen festhalten, alle Fäden abmaschen, sodass 2 auf der Nadel bleiben und die maschen wir zusammen ab. Und dann haben wir hier noch ein Stäbchen. Und dann sind wir bei der Spitze des Tuchs angekommen und hier häkeln wir immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen
und noch einmal 2 Stäbchen. Das ist die Spitze des Tuchs. Dann haben wir wieder die 3 Stäbchen. Wir häkeln ein Stäbchen aufs erste Stäbchen, eine Dreiernoppe ins mittlere Stäbchen, noch ein Stäbchen auf das dritte Stäbchen und in die Lücke häkeln wir 2 Stäbchen, zwei Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen. Wir haben also am Anfang in dieser Lücke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, dann ein Stäbchen, eine Noppe, ein Stäbchen, die Spitze mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, ein Stäbchen, eine Noppe, ein Stäbchen und in die letzte Lücke wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir beginnen jede Reihe mit einer Luftmasche und einer Kettmasche in die Lücke. Dann häkeln wir unser Ersatzstäbchen in die Lücke, noch ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, noch 2 Stäbchen in die Lücke und dann haben wir hier eine Seite des Tuchs und wir häkeln ein Stäbchen, eine Dreiernoppe, ein Stäbchen und um die vorhandene Noppe häkeln wir eine Reliefnoppe. Wir stechen vor der Noppe ein, hinten durch, sodass die Noppe auf der Nadel liegt und holen den Faden durch. Das machen wir 3-mal. Wir maschen auch hier alle Fäden ab, bis auf 2 und dann die letzten 2. Dann häkeln wir wieder ein Stäbchen, eine Dreiernoppe, und noch ein Stäbchen. Dann häkeln wir die Spitze, die ist immer gleich mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Dann häkeln wir ein Stäbchen, eine Dreiernoppe, ein Stäbchen, eine Reliefnoppe um die vorhandene Noppe, ein Stäbchen, eine Dreiernoppe, ein Stäbchen und auch das Ende der Reihe ist immer gleich. 2 Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in die Lücke. So erhalten wir einen schönen Muschelrand und müssen später nicht extra hier
noch eine Abschlusskante häkeln. Wir wenden die Arbeit und im Prinzip ist es immer dieselbe Reihe. Wir beginnen mit einer Luftmasche und einer Kettmasche in die Lücke. Wir häkeln das Ersatzstäbchen und noch ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch 2 Stäbchen in die Lücke. Und dann machen wir immer das Gleiche. Wir beginnen immer mit einem Stäbchen und dann folgt eine Noppe. Dann ein Stäbchen, eine Reliefnoppe. Ein Stäbchen, eine Noppe in den Kopf der Noppe. Ein Stäbchen, eine Reliefnoppe. Ein Stäbchen, eine Noppe, ein Stäbchen, die Spitze mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und beide Kanten sind immer gleich. Wir beginnen jede Kante mit einem Stäbchen, dann häkeln wir eine normale Noppe, ein Stäbchen, dann eine Reliefnoppe. Ein Stäbchen, eine normale Noppe in die vorhandene Noppe. Ein Stäbchen, eine Reliefnoppe. Ein Stäbchen, eine normale Noppe, ein Stäbchen und dann am Ende der Reihe 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. Und wir wenden die Arbeit. Wir starten immer mit einer Luftmasche und einer Kettmasche in die Lücke. Wir häkeln das Ersatzstäbchen und ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und noch 2 Stäbchen in die Lücke. Jede Reihe ist im Prinzip gleich. Wir häkeln immer zuerst ein Stäbchen,
Dann folgt eine normale Noppe in den Maschenkopf, ein Stäbchen, eine Reliefnoppe. Ein Stäbchen, eine normale Noppe in den Maschenkopf. Ein Stäbchen, eine Reliefnoppe, ein Stäbchen, eine normale Noppe in den Maschenkopf, der Noppe aus der Vorreihe, ein Stäbchen, eine Reliefnoppe. Ein Stäbchen, eine normale Noppe, und noch ein Stäbchen. Auf diese Weise erhalten wir auf beiden Seiten eine Struktur mit diesen Noppen. Auf der Rückseite sind sie versetzt, aber im Prinzip sehen auf diese Weise beide Seiten gleich aus. Wir häkeln die Spitze mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, wir beginnen jede Kante mit einem Stäbchen. Dann folgt immer eine normale Noppe, ein Stäbchen, eine Reliefnoppe. Ein Stäbchen, eine normale Noppe. Ein Stäbchen, eine Reliefnoppe. Ein Stäbchen, eine normale Noppe, ein Stäbchen, eine Reliefnoppe, ein Stäbchen, eine normale Noppe, ein normales Stäbchen, 2 Stäbchen in die Lücke, zwei Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Lücke. Das Ganze sieht so aus und wie gesagt, es ist immer die gleiche Reihe und hier entstehen immer so
Zweiergruppen, und wenn wir jetzt dieselbe Reihe wiederholen, dann haben wir immer die vollständigen Zweiergruppen in jeder Reihe. Und das mache ich jetzt zunächst einmal, bis dieser erste Knäuel aufgebraucht ist, und dann arbeiten wir einen Streifen ein und dann seht ihr, dass der Rand dieselbe Farbe des Streifens hat. Und wenn ich den ersten Knäuel aufgebraucht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein erster Knäuel ist aufgebraucht und jetzt mache ich einen bunten Streifen hinein und ich mache hier den Farbwechsel so. Ich häkle am Ende eine Luftmasche, ich schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest und nehme die neue Farbe und schlinge hier in der Lücke neu an. Ich hole den Faden durch, verknote den Faden, ich steche in dieselbe Lücke ein, hole den Faden durch und häkle wie immer das Ersatzstäbchen in die Lücke und wie immer das zweite Stäbchen und dann die 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen und dann häkle ich im gewohnten Muster, da wo ich gerade dran bin, einfach weiter. Und ihr seht, auf diese Weise wird jetzt der Rand auf beiden Seiten ebenfalls in der neuen Farbe. Und wir brauchen keine extra Abschlusskante. Und wenn dieser Knäuel aufgebraucht ist, häkle ich wieder in der ersten Farbe weiter, bis alle 3 Knäuel aufgebraucht sind. Und am Ende müsst ihr nur noch die Fäden vernähen und dann ist unser schönes Tuch fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.